Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Es gibt Dinge, die mich bei E-Bikes und Lastenrädern immer wieder nerven und Hersteller scheinen es entweder nicht zu wissen oder nicht besser machen zu können oder zu wollen. Deswegen sind hier mal die 11 Punkte, die mich an Lastenrädern und E-Bikes immer wieder nerven und gute Beispiele, wie es besser geht. Und wir beginnen jetzt mal mit dem ersten Punkt, der Übersetzung. Die ist nämlich in vielen Fällen einfach viel zu lang. Man kann locker flockig mit 45 km/h und einer niedrigen Trittfrequenz unterwegs sein, während es dann untenrum beim Anfahren am Berg oder bei stärkeren Steigungen irgendwie dann an Übersetzung einfach fehlt. Deswegen bei 25 so eine Trittfrequenz von 60 Umdrehungen pro Minute zu haben und dafür untenrum einen kleineren Gang zu ermöglichen, ist gerade dann, wenn ihr die Räder schwer beladet, immer sinnvoll. Und das Turn Orox zum Beispiel zeigt das sehr, sehr gut. Da kann man super 25 km/h fahren mit einer angenehmen Trittfrequenz, man kommt aber auch überall hoch. Und aus dem Long John Bereich ist mir da besonders das Velo de Ville Fracht aufgefallen, das ebenfalls mit einer Enviolo, also schon einer begrenzten Übersetzungsbandbreite, eine kurze Gesamtübersetzung bietet. Der zweite Punkt sind integrierte Akkus. Und da gibt es verschiedene Bauformen. Einmal so teilintegrierte Akkus, die halt sich dennoch einfach entnehmen lassen, die hier so im Rahmen versenkt sind. Allerdings braucht man dafür immer einen speziellen Akku, eine spezielle Akkuaufnahme und auch eine solche Abdeckung, die bei den meisten Rädern individuell ist. Das größere Ärgernis sind aber komplett integrierte Akkus, die sich gar nicht entnehmen lassen, außer wenn man den kompletten Motor ausbaut. Das ist hauptsächlich bei Sporträdern zu finden, aber hat seinen Weg auch in das ein oder andere Lastenrad schon geschlichen. Die kann man nur da abstellen, wo man sie auch laden kann. Und das ist gerade bei schweren Lastenrädern ein echtes Ärgernis, weil das einfach durch die Größe und das Gewicht der Geräte fast unmöglich ist in vielen Fällen, besonders wenn ihr in einer Stadt wohnt. Also externe Akkus sind für Lastenräder einfach der beste Weg und da sind gute Beispiele das Turn Orox zum Beispiel, das Riesemöller Carry oder auch das Duus Hater. Alles drei Räder, wo sich auch verschiedene Akkus einfach einbauen lassen und die dadurch nicht nur im Alltag leichter zu nutzen sind, sondern auch nachhaltiger und langlebiger sind. Keiner der Hersteller, die hier im Video genannt werden, weiß, dass dieses Video entsteht und dass sie genannt werden. Dieses Video wird durch euch finanziert. Und zwar durch Daumen nach oben, Kommentare und vielleicht auch den ein oder anderen Super Thanks. Guckt mal unten in der Leiste. Aber das Video hat auch einen Sponsor, nämlich Helden.de. Helden.de hat verschiedenste Versicherungen, von der Hausrat über verschiedene Haftpflichtversicherungen bis hin zu einem Fahrrad- und E-Bike-Schutz, der für euch ganz besonders interessant sein dürfte. Und das Coole an Helden.de ist, sie sind nicht nur besonders transparent, sondern auch besonders günstig und haben einen Community-Gedanken. Denn immer wenn du eine Versicherung bei Helden.de abschließt, bekommst du einen Heldencode, den dann deine Freunde und Familie dafür verwenden können, damit sie selber bei ihrem Versicherungstarif sparen und du auch noch was zurückbekommst. Und wenn ihr gleich starten wollt mit einer Versicherung bei Helden.de, dann nutzt doch den Code RBND4, um einen Monatsbeitrag pro Jahr auf jede Versicherung bei Helden.de zu sparen. Vielen Dank an Helden.de für den Support der Radelbande. Und der dritte Punkt, bei dem ich einfach nicht nachvollziehen kann, warum das noch nicht längst flächendeckend im Einsatz ist, sind Rückleuchten mit Bremslichtfunktion. Ganz ehrlich, das kostet den Hersteller 3 Euro, um die einzubauen im Vergleich zu einer normalen Rückleuchte, erhöht aber die Sicherheit im Alltag im Straßenverkehr um ein Vielfaches, weil Lastenräder einfach sehr, sehr gut bremsen können und einen deutlich kürzeren Bremsweg haben als viele andere Fahrräder. Also, liebe Hersteller, baut einfach Rückleuchten mit Bremslichtfunktion in eure Räder ein. Wie zum Beispiel das Nicolai macht beim CD2 oder Turn beim GSD. So einfache Sachen, die einen solchen Impact hätten. Der vierte Punkt, der mir aufgefallen ist, dass es immer noch Lastenräder gibt, die einfach nur eine große Kiste haben, ohne irgendwelche Raumtrenner, ohne irgendwelche Ablagefächer. Und das ist einfach unpraktisch, denn wenn ihr kleine Sachen da reinlegt, dann rutschen die einfach hin und her oder die Kinder ballern mit ihren Füßen darauf rum und das ist einfach nicht schön. Räder, die das besonders gut machen, sind zum Beispiel das Riesemöller Transporter mit dem Ablagefach, wo man dann auf der einen Seite eine Tasche reinlegen kann und die Kinder sitzen dann dahinter. Oder auch das Cube Longtail mit diesem Ablagefach in dem Unterrohr oder auch das Velo de Ville Fracht, das diese Netztaschen an der Seite in der Box hatte, um eben Kleinigkeiten zu lagern.
Und es müssen noch nicht mal ausgefeilte Lösungen sein, sondern einfach nur, wie zum Beispiel beim Carry, eine Schnur, wo man etwas reinhängen kann und fertig. Aber so eine Raumtrennerlösung ist einfach eine sinnvolle Geschichte, damit man sich das auch nicht selber irgendwie basteln muss. Die 5. Sache, die ich gerne an allen Rädern hätte, sind Flaschenhalterösen. Also außer vielleicht am Chaik, denn das hat Fächer, die man einfach vom Sattel erreichen kann. Aber beim Multitinker haben wir es zum Beispiel schon ein paar Mal vermisst. Also, liebe Hersteller, setzt einfach 2 Flaschenhalterösen ran. Nicht nur für einen Flaschenhalter, sondern auch um ein Schloss zu montieren, um ein Multitool oder eine Pumpe zu montieren. Und das wäre eigentlich so einfach umzusetzen, weil man eben nicht jedes Mal in irgendeiner Tasche vorne oder in der großen Ladefläche vorne oder in irgendeiner Tasche hinten irgendwie kramen möchte, um mal schnell an irgendwas ranzukommen. Flaschenhalterösen. So wichtig. Und der 6. Punkt, der immer noch von vielen Herstellern irgendwie ignoriert wird, sind gute Rückenlehnen bzw. hohe Rückenlehnen. Und da muss es noch nicht mal so hoch sein wie hier beim Chaik, das ein sehr, sehr gutes Beispiel einer sehr guten Rückenlehne hat, sondern einfach nur Rückenlehnen, die bei kleineren und auch größeren Kindern an die Schulter rangehen, vielleicht mit einer Kopfstütze versehen sind, damit sie eben etwas bequemer und auch sicherer in so einem Lastenrad sitzen. Und auch bei Longtails ist es der Fall, dass es viele gibt, die hinten keine Rückenlehne haben. Und das ist einfach für Kinder, die hinten sitzen, unangenehm, wenn sie dann ihren Rücken an so eine feste Strebe irgendwie drücken müssen, wenn man mal anfährt oder wenn man stark bremst und das Kind dann wieder nach hinten schnellt. Deswegen, liebe Hersteller, denkt an gute Rückenlehnen. Und Räder, die das besonders gut machen, sind wie gesagt das Chaik, natürlich das Cargo, das Velo de Ville Fracht, das Riso Müller Paxter 70. Es gibt einige sehr gute Beispiele in der Branche. Ich würde mir aber wünschen, dass sich alle daran orientieren. Der 7. Punkt. Liebe Hersteller, baut gute Gurte ein. Und das muss noch nicht mal ausgefeilt sein, sondern ein einfacher 5-Punkt-Gurt, der aber einen breiten Riemen bietet, am besten noch ein Schulterpolster, eine leichte Verstellbarkeit und eine leicht zu bedienende Schnalle. Und schon gibt es mehr Kinder, die in einem Lastenrad angeschnallt werden und somit eben sicherer unterwegs sind und bequemer unterwegs sind. Und das i-Tüpfelchen wäre dann noch, wenn die Gurte eben, und das hängt so mit dem Punkt davor zusammen, wenn die Gurte von weiter oben kommen, dann rutschen sie auch nicht so leicht von den Schultern. Deswegen, gute Gurte müssen nicht teuer sein, müssen nicht Hightech sein, aber sie müssen einfach gut funktionieren und nicht so frickelig in der Bedienung sein. Beispiele von Rädern, die das besonders gut machen, sind hier das Chaik. Das ist einfach sehr leicht zu bedienen und man kann sich entscheiden, ob man einen 5-Punkt-Gurt oder einen 3-Punkt-Gurt verwenden möchte. Und was ich auch sagen muss, der vom Decathlon F900E, der ist auch richtig gut, gerade für den Preisbereich. Und der 8. Punkt, der so richtig hart nervt, sind zu kurze Schutzbleche. Tatsächlich, über was reden wir hier? Wir reden hier nicht über Sporträder, sondern wir reden hier über Alltagsräder. Und die können gerne auch mal ein bisschen hässlich sein, indem sie einfach sehr lange Schutzbleche haben, so wie ich hier habe. Das ist nicht schlimm. Der Vorteil ist aber, dass die Füße sauberer bleiben, das Rad sauberer bleibt, der Antrieb sauberer bleibt und gerade bei Long John Lastenrädern bleibt auch in den meisten Fällen eben das Lenkgestänge und die Unterseite der Box sauberer. Etwas, wo man nicht so einfach rankommt und wenn man das mal sauber machen möchte, ist das ziemlich aufwendig. Einfach ein langes Schutzblech einbauen oder hier solche Fahrerlatze, wie Chaik das gemacht hat und schon kommt Dreck einfach nicht mehr in jede Ritze rein und lässt auch die Füße sauber. Also Chaik hat das schon gut gemacht, Cargo kriegt das beim CS und FS richtig gut hin und ein Rad, das auch noch sehr gute und lange Schutzbleche hat, ist in der aktuellen Version das Multitinker. Das ist auch deutlich besser mittlerweile geworden, als es noch bei unserem Rad der Fall ist. Und der 9. Punkt, liebe Hersteller, bitte gebt realistische Gewichte an. Es bringt mir nichts zu wissen, wie viel ein Fahrrad in der leichtestmöglichen Konfiguration wiegt. Ich möchte wissen, wie viel es in jeder Konfiguration realistisch wiegt. Ich hatte Räder, da war ein Gewichtsunterschied von gut und gerne 30% zur Werksangabe da. Durch eine höhere Ausstattungslinie, durch mehr Zubehör etc. pp. Das ist aber gerade bei Lastenrädern schwierig, weil wenn man die belastet, so wie es auch sein soll, und ein Hersteller sagt, so das Fahrrad wiegt so und so viel und du darfst es bis maximal so und so viel beladen, das Fahrrad wiegt aber in realistischerweise so und so viel, dann bleibt nicht mehr so viel Zuladung übrig und ich überlaste es tendenziell. Und klar,
Lastenräder müssen ein gewisses Gewicht mit sich bringen, damit sie auch eine gewisse Belastung aushalten, und Zubehör, das eingebaut wird, das wiegt natürlich auch einiges. Es bringt mir aber nichts, wenn in der Beschreibung des Fahrrads drin steht, dass es 60 Kilo wiegt, wenn es in Wahrheit 80 Kilo wiegt. Deswegen gebt auf euren Webseiten an, wie viel jede Ausstattungslinie wiegt und auch wie viel die jeweiligen Zubehöre wiegen, und zwar realistisch, damit wir als Kunden das besser einschätzen können. Ein Rad, das das in letzter Zeit richtig gut gemacht hat, war tatsächlich das Decathlon B-Twin F900E, denn das hat bis auf 500 Gramm genau die angegebene Werksangabe getroffen von 66 Kilogramm. Das wog irgendwie 66,5 Kilogramm auf meiner Waage. Also das hat richtig gut geklappt, und ich würde mir von allen Herstellern wünschen, dass sie da mit diesen Gewichten offener umgehen, damit wir Kunden einfach Bescheid wissen, was wir bekommen. Und der 10. Punkt sind zu kurze Sattelstützen. Teilweise geben die Hersteller ja an, für welchen Größenbereich ein gewisses Rad geeignet ist, und wenn sie dann sagen bis 1,95 Meter, dann weiß ich, in den meisten Fällen sitze ich ein bisschen zu niedrig und das Fahrrad ist in Wahrheit für Menschen bis 1,92 Meter geeignet. Einfach weil die Sattelstützen zu kurz sind und teilweise unnötig kurz. Und wenn eine Sattelstütze zu kurz ist, dann kann man zum Beispiel auch mit einer Teleskopsattelstütze arbeiten, wenn der Platz zwischen der Sattelklemme und dem Motorgehäuse einfach nicht ausreicht. Aber liebe Hersteller, baut doch einfach längere Sattelstützen ein. Es ist teilweise nicht notwendig, so kurze Stützen einzubauen, wie ihr das macht. Ein gutes Beispiel ist hier Riso Müller mit dem Multi-Tinker. Hier ist einfach eine sehr, sehr lange Stütze verbaut. Sie haben das Rad so konstruiert, dass eben keine Teleskopsattelstütze notwendig war, damit sowohl meine 1,62 Meter kleine Frau und auch ich mit 1,96 Meter bequem darauf sitzen können. Die Verstellbarkeit vom Lenker ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber somit können wir eben beide bequem darauf sitzen. Ist sicherlich etwas, was nicht so viele von euch betrifft, weil nicht so viele eben so groß sind, aber gerade für die, die groß sind und die etwas mehr Gewicht auch mitbringen, sind einfach lange, stabile Sattelstützen wichtig. Riso Müller macht es hier sehr gut, Cargo macht es beim FS und CS sehr gut, und auch beim Velo de Ville Fracht hatte ich keine Probleme, beim GSD und auch beim Turn Aurochs war das jetzt sehr gut. Aber es gibt halt Räder, da zieht man die Sattelstütze aus und fragt sich, warum? Und der 11. Punkt betrifft natürlich das Thema Ständer. Liebe Hersteller, wenn euer Lastenrad gut fährt, gut aussieht, alle erforderlichen Tests besteht, dann hört da nicht auf, sondern entwickelt noch einen guten Ständer für euer Lastenrad. Denn das Fahrrad wird tendenziell beladen, jeden Tag Dutzende Male auf den Ständer gebracht und vom Ständer wieder runtergeholt. Und das muss einfach gut, langfristig und konsistent funktionieren. Der muss nicht nur für mich funktionieren. Mit 1,96 Meter, ich kriege jedes Rad auf den Ständer drauf. Aber gerade dann, wenn die Person, die damit fährt, kleiner ist, leichter ist, eventuell noch 2 Kinder da drin oder hinten drauf hat, dann muss sich ein Fahrrad gut und sicher auf den Ständer bringen lassen und nicht nur gut und sicher auf dem Ständer stehen. Einfach nur irgendein existierendes Ständermodell da draufklatschen und sagen, passt schon, das funktioniert einfach nicht. Und Riso Müller hat das zum Beispiel sehr gut gemacht mit ihrem Ständer beim Multi-Tinker, der einfach in der Bedienung ist, der einfach in der Konstruktion ist und somit auch langlebig ist und auch von kleineren Personen super verwendet werden kann. Ein Dreirad braucht natürlich keinen Ständer, Glück gehabt. Und auch für einen Long John einfach nur 2 Stäbe unterzubauen und sagen, das ist ein Ständer, das passt schon, funktioniert eben auch nicht, wenn es einfach sehr viel Kraft braucht, das Rad auf den Ständer zu bekommen. Da gibt es zum Glück viele Hersteller, die da schon drauf reagiert haben. Kloof zum Beispiel mit ihrer Ständerkonstruktion, wo der Ständer vorne ist und mit einem Gestänge hinten betätigt wird. Auch das Decathlon F900E hat einen sehr guten Ständer bekommen. Und an solchen Rädern, an solchen Ideen, an solchen Konzepten solltet ihr euch alle orientieren und gucken, was ist Best Practice im Bereich der Fahrradständer bei Lastenrädern. Und jetzt natürlich die Frage, was nervt euch am meisten bei E-Bikes und Lastenrädern? Habt ihr Punkte, die ich noch nicht genannt habe, und würdet ihr mir zustimmen bei dem, was mir aufgefallen ist? Dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt, und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.